Sehr geehrte Damen und Herren, im Bereich Innovation und Gründung ist die TUM auch international in der Champions League angekommen. Jedes Jahr entspringen rund 80 Gründungsvorhaben aus dem Ökosystem der Universität. Diesen Erfolg unterstreichen auch der erste Platz im nationalen Gründerradar, aber auch im internationalen Times Higher Education Impact Ranking in der Kategorie Industrie, Innovation und Infrastruktur. Wir sind stolz auf unsere Gründerinnen und Gründer sowie auf alle ihre Wegbegleiter, die sie als erfahrene Mentoren und Mentorinnen kraftvoll unterstützt haben, zum Beispiel bei der Beantragung der Projekte, Projektmanagement, bei der ersten öffentlichen Gründungsförderung. Deshalb freue ich mich heute ganz besonders anlässlich dieses TUM Entrepreneurship Day, heute erstmals den TUM Startup Mentor of Excellence auszeichnen zu dürfen. Damit würdigen wir Professorinnen und Professoren der TUM, die mit viel Herzblut und mit andauerndem Engagement unsere Nachwuchsgründerinnen und Gründer in besonderer Weise gefördert haben. Mit viel persönlichem Einsatz haben sich diese Startup-Mentorinnen und Mentoren um den erfolgreichen Transfer von Spitzentechnologie aus der Forschung in innovative, marktfähige Produkte verdient gemacht. Als TUM Startup Mentor of Excellence zeichnen wir heute aus Herrn Professor Klaus Diepold, Lehrstuhl für Datenverarbeitung an der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik und hoch engagiertes Boardmitglied des Center for Digital Technology and Management im CDTM. Seit über 11 Jahren betreut er hocherfolgreich Gründungsteams und setzt sich für die Entrepreneurship-Ausbildung Studierender aller Fachrichtungen ein. Und fraglos hat das offene, gründungsfreundliche Klima an seinem Lehrstuhl zu der überdurchschnittlichen Anzahl von 10 erfolgreichen Ausgründungen allein in den vergangenen 3 Jahren beigetragen. Und mit viel Feingespür behält er die Bedürfnisse seiner Gründerinnen und Gründer im Blick. Dazu neben dem Bedarf nach fachlicher Unterstützung auch das Management einer ausgewogenen Work-Life-Balance. Überdurchschnittlich hoch ist der Anteil an Frauen, die Herr Professor Diepold bei ihren Gründungsvorhaben unterstützt hat. An mehr als einem Drittel der Startups an seinem Lehrstuhl sind Gründerinnen beteiligt. Als früherem Vizepräsidenten für Diversity und Talent Management liegt ihm die Förderung von Ingenieurinnen ganz besonders am Herzen und dafür hat er zahlreiche Initiativen gestartet, um die Attraktivität des Ingenieurberufs in der Wahrnehmung gerade junger Frauen zu verbessern. Wie zum Beispiel die Produktion der Webserie Technically Single über den spannenden Alltag einer jungen Ingenieurin. Lieber Klaus, ich gratuliere dir ganz herzlich zur Auszeichnung als TUM Startup Mentor of Excellence. Die Auszeichnung geht mit einer Zuwendung von 5.000 € an deinen Lehrstuhl einher und soll bei der Betreuung weiterer Startup-Projekte helfen. Im Namen der gesamten TU München danke ich dir herzlich für deinen unermüdlichen Einsatz und ich bin heute schon gespannt auf die vielen weiteren innovativen Gründungsprojekte, denen du mit Sicherheit deine erfahrene Starthilfe gibst. Dafür wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg weiterhin. Mein Name ist Klaus Diepold, ich leite den Lehrstuhl für Datenverarbeitung in der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik. Mein Forschungsschwerpunkt liegt eher im Bereich der Informationstechnik, maschinelle Intelligenz und mein persönliches Hobby ist, komplexe Berechnungen einfacher machen. Ich wusste überhaupt nicht, dass es überhaupt Planungen gibt für so einen derartigen Award oder für so einen Preis. An sich selber, dass es den jetzt gibt. Also insofern war ich sehr überrascht von dem ganzen Vorschlag, dass ich da nominiert bin und dass ich diesen Preis bekommen soll. Aber es freut mich auch sehr, muss ich zugeben. Wichtigster Kristallisationspunkt ist das CDTM und das CDTM liefert eben die Möglichkeit, dass ich hier sichtbar bin. Das sind junge Leute, die genau mit dieser Mission im Prinzip unterwegs sind, die Innovatoren werden wollen und mit denen spricht man und interagiert man und dadurch kennen die mich. Und da gibt es natürlich auch ein gewisses Flüsterpropaganda, dass die Doktoranden und Studenten untereinander sprechen und sagen, ja, geh doch mal zum Herrn Diepold hin, vielleicht kann der dir helfen. Und das heißt, ich mache da gar keine praktische Akquise und die Leute rufen mich an, kommen bei mir vorbei und fragen, Herr Diepold, wir hätten da was, könnten wir Sie als Mentor gewinnen? Und dann unterhalten wir uns meistens über die Themen und dann, das ist so der Startpunkt, mit dem das beginnt. Professor Diepold ist eigentlich zu jeder Zeit auf einem kurzen Dienstweg erreichbar. Wir wissen einfach, wir können ihn ansprechen, an seine Tür klopfen, ihn an seinem Handy anrufen. Also zuerst habe ich Herrn Professor Diepold wahrgenommen am CDTM, wo er schon immer eine Galionsfigur war und immer schon sehr stark auch für das Center stand. Er ist eigentlich einer, der immer sagt, probiert aus
Und ich glaube, das hat so bei mir auch sehr stark das geprägt, diese positive Fehlerkultur. Er ist immer da, um alle Fragen zu beantworten, sei es jetzt, dass er uns technisch weiterhilft oder administrativ. Von anderen Startups eben sehr viel Gutes gehört über Herr Professor Diepold als Mentor und hatten dann damals quasi uns um eine Menchi-Stelle beworben und waren dann sehr glücklich, dass wir die bekommen haben und haben von Anfang an sehr viel Unterstützung auch bekommen. Sehr viel Unterstützung bei Fragen zu Unternehmensgründung, Connecten und Netzwerken mit anderen Gründern, aber auch bei Fragen hinsichtlich Hiring von ersten Studenten. Ausprobieren, Rückschlag erleiden, aber dann sich später auch wieder drüber freuen, wenn es dann klappt. Ich glaube, das war ganz wichtig für mich persönlich auch, dass ich erst überhaupt daran gedacht habe zu gründen. Mein früherer Doktorvater hat mir gesagt, die wahre Essenz des Professorenlebens ist, dass man ständig mit jungen Leuten zusammenarbeitet und dass diese jungen Leute einem so viel Energie und Kraft und Power geben. Und da wird man dann schon irgendwie auch dann zum Begeisterungsjunkie. Also da muss ich zugeben, über die ganzen administrativen Dinge, da erhebe ich mich meistens, sage, das interessiert mich nicht so besonders, aber ich habe da Gott sei Dank einen Engel bei mir am Lehrstuhl, die Ricarda Baumhöher, die sich mit den Dingen exquisit gut auskennt und auch dann das Ganze übernimmt, die Studierenden und die Stipendiaten zu betreuen, zu unterstützen. Wenn die so zutun, wird es nicht funktionieren. Aber natürlich muss man auch sagen, jemand wie die Lia Walter im TUM Entrepreneurship, die leistet natürlich auch mit ihrem Team erhebliche Beratungsleistungen und dieses Zusammenspiel von diesen Aspekten macht es für mich, glaube ich, schon aus. Man sagt, wir haben ja großes Know-how und erfahrungswerte Kompetenz in TUM Forte einerseits und mein Fuß im CDTM hier drin, um die Sichtbarkeit für die Studierenden hinzubekommen. Ich glaube, das sind Faktoren, die da zusammenkommen und wahrscheinlich noch viel, viel mehr, als jetzt ich hier im Einzelnen aufführen könnte. Alles das, was Kreativität und einen Austausch verlangt, geht meistens etwas besser und geölter mit einer Tasse Espresso oder vielleicht auch Cappuccino in der Hand. Für mich das perfekte Startup ist in erster Linie mal das Team. Wie ist das Team zusammengesetzt? Ist es divers zusammengesetzt und wie verstehen die sich untereinander? Natürlich spielt die Idee eine große Rolle, aber die lässt sich immer modifizieren und ich glaube im Wesentlichen ist es die Passion. Mit welcher Passion wollen die jungen Leute so ein Startup auf den Weg bringen? Und ich glaube, das sind die wichtigsten Komponenten. Wenn ich früher auf dem Innenhof der TU München einen Elektrotechnikstudenten begegnet bin und habe ihn gefragt, was möchtest du denn machen, wenn du dein Diplom oder deinen Abschluss hast, dann haben die zu 80% gesagt, ich gehe zu Siemens und zu 20% haben gesagt, sie gehen zu BMW. Wenn man heute die gleiche Frage stellen würde, dann würde ich sagen, 50% der Studierenden würden dann antworten, ja, ich suche mal, ich möchte entweder ein Startup machen oder irgendwo mitmachen beim Startup. Also merkt an diesen Dingen, wie die Studierenden darauf reagieren, das ist eine vollkommen andere Wertigkeit. Und natürlich das Umfeld, die TU trägt ihres dazu bei, in Form von CDTM, in Form von TUM Entrepreneurship, dass dieses ganze Umfeld atmet, das Thema, ganz anders als noch vor 20 Jahren. Das kann man ganz klar feststellen.